Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und eben gerade ist was total Tolles passiert, was ich leider nicht aufgenommen habe. Ja, ich habe im Waffenladen eine Attributswaffe gesehen gehabt, so in etwa so wie diese hier. Ja, und da ich ja noch eine Waffe brauche, seit sehr langer Zeit für meine Kunigunde, ja, habe ich mir gedacht, ey, kaufst du einfach mal so eine Waffe, die eigentlich für Magier ist, und wirfst die mal ins Klo. Vielleicht kommt da eine Kundschafterwaffe raus, ja. Und ich bin ja damals ganz lange auf der Jagd nach solchen Attributswaffen mit guter Spanne gewesen. Vielleicht erinnert sich noch jemand, für den YouTuber-Dungeon, ja. Da brauchte man ja auch so viel Schaden wie möglich. Da war es ja egal, ob man jetzt nun irgendwie Glück und Ausdauer hat, was ja bei einer Dreier-Attributswaffe der Fall ist. Da brauchtest du halt wirklich nur Schaden. So, und deswegen, da hatte ich ja ganz, ganz lange Zeit Pech gehabt. Und deswegen hatte ich auch nicht damit gerechnet gehabt, dass ich jetzt fast, ja, ich würde mal sagen, fast beim First Try einfach mal auf gut Glück eine Waffe aus dem Laden kaufe. Das war eine Waffe so wie die gewesen, nur dass die Waffe, die ich jetzt gefunden habe, ihr seht den Bogen bereits schon, die Waffe, die ich gefunden hatte, die ich verwandelt hatte, hatte eine Spanne von 4600 rechts raus, also schon ganz in Ordnung, und hatte als Attribut Ausdauer gehabt. Ja, also eine Int-Waffe, also eine Magierwaffe mit Ausdauer und guter Spanne. So, die habe ich dann ins Klo geworfen, und ja, ich hatte natürlich nicht die Aufnahme zu laufen gehabt, weil ich mir dachte, ey, wie viel Glück soll man bitte schön haben, dass da erstens eine Kundschafterwaffe rauskommt und nicht bei einer Magierwaffe bleibt oder eine Kriegerwaffe wird. Und zweitens, dass das Attribut von Ausdauer dann auch noch auf das Attribut Geschick switcht. Ja, es hätte ja genauso gut bei Ausdauer bleiben können, Glück, Intelligenz oder Stärke, ja. Und es hat beides zugetroffen. Ja, es hat beides zugetroffen. Ich habe eine Geschickwaffe mit Geschickwert bekommen. Ja, 2840. Und die Spanne ist einfach unglaublich krass. Und dann auch noch mit Blitzschadensbonus drauf. Ja, und was das für einen Unterschied jetzt macht, das werde ich euch jetzt präsentieren. Wir gucken mal zur Kunigunde rein. Die hat hier auch noch einen Bogen drin. Und jetzt schauen wir einfach mal, was das für ein Unterschied ist. So, 120 mehr Schaden im Durchschnitt. Der Schaden, der rechts rausgeht, ist um einiges höher. Und dann auch noch fast 200 Attribute nochmal auf Geschick dazu. Gesockelt war der übrigens auch schon, also es ist alles wirklich perfekt gelaufen. Ich kann es wirklich nicht fassen, dass ich auch mal Glück habe. Ich hätte mein linkes Ei drauf verwettet, hätte ich die Aufnahme gestartet. Ich habe schon überlegt, mach's mal OBS schnell an, ob das vielleicht, könnte vielleicht ja klappen, so, ne? Aber ich hätte wirklich mein linkes Ei drauf wetten können. Hätte ich die Aufnahme gestartet, wäre da definitiv keine Geschickwaffe mit, keine Kundschafterwaffe mit Geschickwert drauf gewesen. Hundertprozentig. Und deswegen habe ich die ausgelassen. Ja? Lieber habe ich so, als dass es dann gar nicht kommt. So. Und deswegen, ja, habe ich die dann nicht angemacht, die Aufnahme. Trotzdem haben wir den Bogen am Start. Wir setzen einen Geschickstein rein. Zack. Verbessern das Ding dreimal. Ja, das kostet ja kaum was, so eine Attributswaffe hier zu verbessern. Ja, krass, können wir sogar 10-mal verbessern, aber das lassen wir, das ist dann doch nicht worth. So, verbessern das Ganze hier 3-mal und haben auch noch, bessere Stats da drauf. 263, 245 waren die letzten. Was wir jetzt nicht vergessen dürfen, ist ganz wichtig natürlich zur Hexe zu gehen und das Ganze hier auch nochmal zu verzaubern, dass wir hier auch die 5% Crit-Schaden drauf haben. Hier haben wir die Handschuhe verzaubert, das ist ja auch noch ganz wichtig. So, hier haben wir auch noch alles verbessert, dann checke ich gleich mal alles, wenn ich dabei bin, dann checke ich immer gleich mal alles, ob wir hier wirklich überall die Attribute drauf haben, wo sie auch drauf gehören. Jo, haben alles drauf, zack, so, und jetzt ist die Kunigunde natürlich deutlich, deutlich stärker als vorher, und das freut mich wirklich sehr, dass ich endlich mal eine Waffe gefunden habe, die, auch mal passt, so, weil da gehören ganz viele Faktoren dazu, dass alles so hinkommt, wie es, sein soll, ne? Ich hatte ja schon erwähnt bereits, was ist das denn? Alter.
WTF? Ja gut. Das ist natürlich jetzt, ne, an einem Nicht-Epic-Event einfach mal so einen Pot rauskaufen und dann auch noch ein Epic dahinter. Das ist mir jetzt schon fast ein bisschen unangenehm. Ich glaube, wir würfeln mal gleich ein paar Mal. Vielleicht haben wir ja die Folge, ja, weiß ich nicht, irgendwie einen Glücksstein gefressen. Alle Attribute. Okay. Ja, ist okay. Ich will nicht zu viel verlangen. Ist okay. Ja. Wenigstens ist es ein Epic. So, Epic ist Epic. Gut, wir zerlegen das Ding hier. Gegenstand zerlegen, bekommen ein paar, ja, fast gar nichts raus, eigentlich gar nicht der Rede wert. So, dann machen wir erstmal, bevor wir unser Equipment wechseln und Quest annehmen, gehen wir erstmal vorher in die Arena und werde nochmal hier zum Giftzwerg gehen. Der wird bald liegen. Das habe ich im Urin, der wird bald fallen. Vor allen Dingen jetzt mit dem neuen Upgrade für die Kunigunde ist das Ganze, glaube ich, nochmal deutlich, deutlich leichter als vorher. Wir gucken mal ins Glücksrad. Ja, vielleicht kriegen wir ein Epic raus. Es ist ja die Chance da. Nee, wir wollen es mal nicht übertreiben mit dem Glück. So, dann schauen wir mal. Vielleicht habe ich es jetzt, weil ich gesagt habe, ich habe viel Glück. Vielleicht habe ich es jetzt damit auch ja, heraufbeschworen, dass ich jetzt erstmal kein Glück habe. Ich glaube, jetzt durch die Aktion eben habe ich auch, denke ich mal, meinen gesamten Vorrat an Glück für die nächsten paar Monate aufgebraucht. Ja, ein paar Sachen in Hexenkessel werfen und dann würfeln wir mal. Digga, ich habe schon fast gedacht, also jetzt ist hier aber, ne, wir würfeln nochmal. Okay, also beim Würfeln habe ich nach wie vor immer noch nicht so viel Glück. Wir schauen mal. Sanduhren nehme ich immer gerne mit, obwohl Kristalle sind auch cool, aber Sanduhren brauche ich jetzt wirklich sehr, sehr krass. Ich habe fast gar keine mehr. Ja, das ist schon mal nicht verkehrt. Das ist schon, da bin ich schon mit zufrieden so. Also das ist schon, ne, also den 5. hätte ich zwar auch gerne gehabt, aber 4 an der Zahl sind schon immer nicht verkehrt. Ich habe ein gutes Gefühl, wir bleiben drin. So, wir machen weiter. Wir nehmen uns die Kristalle raus. Das macht hier am meisten Sinn an der Stelle. Ja, schade. Okay, gut. Na, doch nicht so viel Glück bisher gehabt, wie ich es gedacht hätte. Sehen wollen wir gar nicht, dann nehmen wir lieber das Holz mit. Und okay, leider auch nichts. Dann nochmal jetzt so Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Hallo. Okay, schade. Nix dabei gewesen. Mal gucken, jetzt beim zweiten Wurf vielleicht. Ja, okay, gut. Alles klar. Wir würfeln nochmal. Wir ziehen jetzt durch. Weil die Folge will ich es jetzt wissen hier. Ansonsten spare ich mir die Würfe immer auf. Aber okay, gut. Okay, ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Ist okay. Gut, aber ihr habt gesehen, ich hab wirklich nicht mehr sehr viele Sanduhren. Das ist in letzter Zeit wirklich sehr kriminell, was hier passiert irgendwie. Ja, also ich verbrauche wirklich sehr, sehr viele Sanduhren auf dem Account. Das finde ich gar nicht gut, muss ich sagen. Wir können mal wieder was in den Kessel werfen. Okay, ja, nice. Müsste ich auch bald auf die nächste Stufe. Ein Tag noch, 5 Stunden. Dann haben wir das Ganze hier auf Stufe 19 gebracht, ja. Das lübt auf jeden Fall auch. Gut, ja, genug von dem Server. Wir gucken auf den nächsten rauf. So. Was ist denn jetzt los? Alter, schon wieder ein Epic im Shop. Plus 33? Hä? Widerstand gegen Blitz. Auch noch eine bessere Rune drin als die ich jetzt habe. Also irgendwas ist hier heute wirklich sehr faul, muss ich sagen. Das geht ja hier fast gar nicht mehr mit rechten Dingen zu. Wie viel Glück ich heute habe, ist unfassbar, möchte ich fast sagen an der Stelle. Ja, ich habe immer noch meine Mine am Ausbauen. Das heißt, ich kann mir noch keine Edelsteine ziehen. Ich habe die bald auf 25. Heißt so viel, ich kann ausbauen und suchen gleichzeitig. Ich glaube aber, ich werde, nachdem ich hier die Edelsteinmine fertig ausgebaut habe, jetzt auf Stufe 24,
werde ich hier auch auf die Schatzkammer umswitchen, weil macht in meinen Augen auch mehr Sinn, so, weil Taktik habe ich euch ja schon erklärt. Ansonsten guckt da mal auf meinem Kanal, falls ihr das nicht gesehen habt, Schatzkammer versus, also gegen Schatzkammer, gegen Edelsteinmine, was ist besser, was lohnt sich mehr auszubauen aus meiner Sicht. Ich glaube, ich werde die auf 24 lassen, dann kann ich auch endlich wieder Edelsteine suchen. Ich habe hier auf dem Server seit 10 Stufen bestimmt keine Edelsteine mehr gesucht und das wird mich auch nochmal um einiges vorantreiben und dann kann ich auch endlich meine Epics ausrüsten. Ich habe hier ein paar am Start, die durchaus wechselbar wären, ja, unter anderem jetzt auch diesen Hut hier, den ich bekommen habe. Deswegen, werde ich das auch bald hier unternehmen auf den Server und dann werde ich komplett neue Edelsteine für mein Equipment farmen und somit deutlich Fortschritte in den Dungeons und auch in der Ehrenhalle wieder machen. Ja, obwohl in den Dungeons Battle Mage gut, vielleicht schaffe ich hier mal eine Etage, den Hardcore-Blocker, vielleicht schaffe ich den dann damit, aber abwarten, ja. Wir werden mal schauen. Auf jeden Fall sollte ich trotzdem ein paar Plätze in der Rangliste wieder gut machen, davon gehe ich mal stark aus. So, das Ding werfen wir mal eine Toilette. So, Kessel, zack. So, und dann, ja, den Ring hier, den habe ich, also muss ich alles noch sockeln? Muss ich alles noch verbessern? Muss ich überall noch Edelsteine reinsetzen? Aber ich habe momentan weder Pilze zum Sockeln, weil ich muss noch ein bisschen über die Runden kommen, noch bis zur nächsten Pilzaktion, bis ich hier wieder aufladen kann. Ja, weil ich lade ja immer nur für 100er auf, ja, ist ja das effizienteste, weil ich weiß, ich spiele sowieso weiter und deswegen, okay, ja, ich war gerade kurz verwirrt und deswegen, ja, wenn man gleich einmal für 100 Euro auflädt, macht es natürlich mehr Sinn, als wenn man jetzt irgendwie ein paar Mal für 50 Euro auflädt, weil der Bonus dann natürlich höher ist. Brauche ich euch, denke ich mal, nicht erklären, wisst ihr selbst, ja. Und deswegen handhabe ich das so. Ist natürlich verlockender, natürlich die Pilze schneller auszugeben, ist klar. Allerdings kann ich mich so weit zusammenreißen und mache dies nicht. Hab da auch gar nicht das Verlangen nach, weil auf den Servern, auf denen ich Pilz auflade, das ist einmal mein Main, lohnt es sich nicht, großartig Dungeons zu pilzen. Und auf dem Server hier auch nicht, weil wir hier auf dem Battlemage spielen, deswegen sind mir da die Hände gebunden, deswegen lohnt sich das auch aus meiner Sicht nicht. Und deswegen spiele ich hier auch immer sehr sparsam mit meinen 100ern, die ich immer hier so mal auflade. Wenn ich sie auflade, ja, wenn es wieder an der Zeit ist. Und jetzt ist es beim Battlemage bald wieder so weit. Ja, bei der nächsten Pilzaktion werde ich da auf jeden Fall aufladen. Gut, wir gucken noch kurz hier auf die Free-to-Play. Sag ich mal jetzt mal nicht zu, ne? Also das ist jetzt tatsächlich das 3. Mal in meinem Leben, dass ich seitdem das Feature draußen ist und ich habe jetzt schon circa 600-700 Würfe gemacht, insgesamt in meiner Lifetime auf allen Servern zusammengerechnet. Ist jetzt das 3. Mal, dass ich hier 5 Würfel von einer Sorte habe. Und das jetzt auch noch live auf Video? Aufnahme läuft. Sehr gut, sehr gut. Gönnung. Einfach nur massive Gönnung. Holy shit. Ich traue mich hier schon gar nicht mehr in den Shop reinzugucken. Okay, kein Epic. Wenigstens ein bisschen Beruhigung hier. Ja, das ist natürlich super. Wir gucken jetzt nochmal ganz kurz auf den Krieger. Würfeln hier noch schnell mal. Okay. So, holen uns hier noch vielleicht ein paar Kristalle. Ja, einmal noch mitgenommen hier. Sehr gut. Reicht mir auch komplett aus. Ich glaube, heute haben wir hier das Maximum von meinem Glück komplett ausgeschöpft. Also viel besser geht's ja gar nicht mehr. Ja, was soll ich sagen? Also ich muss wirklich dazu mal hinzufügen, dass das nicht der Regelfall bei mir ist. Umso mehr freue ich mich, dass ich das Ganze hier jetzt gerade live auf ein Video festgehalten habe. Und ja, schön, freue ich mich.
tolles Video, sehr cool, ja. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen wie mir heute und verabschiede mich denn damit. Falls es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.